So löst ihr das Rätsel in Kowakuyo immer beim ersten Versuch. Dafür müsst ihr die richtigen Teile aus den Regalen vor den Bildern platzieren. Unter das erste Bild ganz links kommt immer der Kamm. Für das zweite Bild müsst ihr mit einer von 3 bestimmten Fallen Kills machen und anschließend mit dem Geist des Bogenschützen sprechen, der in der Nähe der Falle erscheint. Macht dafür am besten den Untertitel an. Die 3 möglichen Fallen sind die Falle beim Spawn, die Falle im Blumengarten oder die Falle im zentralen Hof beim riesigen Baum. Aktiviert eine dieser Fallen. Nach einer zufälligen Anzahl von 1 bis 20 Kills mit der Falle erscheint in der Nähe ein Geist, mit dem ihr sprechen könnt. Die Geister erscheinen immer an diesen Spots. Der Geist der Falle beim Spawn erscheint im Torhaus am zweiten Fenster. Der Geist der Falle im Blumengarten ist im Küchentrakt, wenn ihr die Treppen hochgeht und links um die Ecke. Und der Geist der Falle beim riesigen Baum erscheint beim Tenshu-Eingang. Von den 3 Geistern nennt euch nur einer einen Verdächtigen. Die anderen sagen, dass sie nichts gesehen haben. Macht also Kills mit den Fallen, bis ihr den Geist findet, der euch einen Verdächtigen nennt. Als Verdächtigen nennt euch der Geist entweder den Adligen, den Höfling, den Händler, den Obsthändler oder den Gärtner. Killt, sobald ihr den Verdächtigen kennt, alle bis auf einen Zombie. Platziert dann beim zweiten Bild, je nach Verdächtigen, den euch der Geist genannt hat, das richtige Teil. Hat er von einem Adligen oder Höfling gesprochen, platziert den Adelshut. Hat er von einem Händler oder Obsthändler gesprochen, platziert den Rechenrahmen. Und hat er vom Gärtner gesprochen, platziert die Gartenschere. Unter dem dritten Bild müsst ihr das Gift platzieren, das die Todesursache war. Holt euch dafür die Notiz links im Regal vor dem Aufgang zu Pack-a-Punch. Jetzt braucht ihr erst den Verdächtigen, den euch der Geist bei einer der Fallen genannt hat. Das war hier im Beispiel der Höfling. Lest dann die linke Notiz und schaut unter Todesursache nach einer von 3 möglichen Aussagen. Entweder steht im letzten Satz etwas von kontaminierte oder vergiftete Pflanze oder von kontaminierte oder vergiftete Lebensmittel zusammen mit Anzeichen für Vomitus oder von Anzeichen einer Paralyse. Hier ist eine Liste mit allen möglichen Kombinationen von Verdächtigen und Todesursachen. Nannte euch der Geist einen Adligen oder Höfling und auf der linken Notiz steht unter Todesursache etwas von einer vergifteten Pflanze, ist das richtige Teil die Eisenhutblume. Nannte euch der Geist einen Adligen oder Höfling und auf der linken Notiz steht unter Todesursache etwas von Vomitus, ist das richtige Teil der Kugelfisch und so weiter. Hier im Beispiel nannte mir der Bogenschütze den Höfling. In der linken Notiz steht etwas von kontaminierte oder vergiftete Pflanze, also ist das richtige Teil die Eisenhutblume. Platziert das richtige Teil beim dritten Bild. Schaut dann nochmal bei der linken Notiz, was unter Todeszeitpunkt steht. Hier im Beispiel haben wir die Stunde des Tigers. Geht dann zur rechten Notiz und schaut, wie viele Stunden bei eurem Gift stehen, das ihr platziert habt. Hier im Beispiel haben wir die Eisenhutblume und dabei stehen 2 Stunden. Sucht dann auf der Scheibe links neben den Bildern das Tier, das auf eurer linken Notiz unter Todeszeitpunkt steht. Geht von dem Tier aus dann noch so viele Felder nach links, je nachdem wie viele Stunden auf der rechten Notiz beim Gift stehen. Wir haben im Beispiel die Stunde des Tigers und unter dem Gift Eisenhutblume stehen 2 Stunden. Der Zeiger muss also 2 Felder vor dem Tiger stehen, also hier im Beispiel auf der Ratte. Den Zeiger verstellt ihr mit der Aktionstaste. Beim vierten Bild seht ihr rechts auf dem Bild entweder ein Gemälde von einem Berg, einem Fisch oder einem Vogel. Der Berg steht für die Pferdestatuette, der Fisch für den Teebesen und der Vogel für den Kalligrafiepinsel. Platziert dann das passende Teil, je nachdem welches Gemälde auf dem Bild zu sehen ist. Und unter das 5. Bild kommt immer das Wappenmedaillon. Habt ihr die 5 Teile platziert und die Scheibe eingestellt, aktiviert die beiden Räuchergefäße links und rechts neben den Bildern. Es erscheint eine leuchtende Kugel und ihr habt das Rätsel gelöst. War etwas falsch, erscheint ein Oni oder im Koop mehrere. Beendet dann die aktuelle Runde, dann könnt ihr die Beweise wieder platzieren und die Scheibe einstellen.